Ein richtig gutes Steak, Salz, Pfeffer, Kräuter und Gewürze. Mehr braucht es eigentlich nicht, um richtig glücklich zu sein. Naja gut, okay, einen richtig guten Grill brauchen wir auch, aber den haben wir ja hier. Ihr habt euch ein richtig gutes Steak gekauft. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst, wie man es zubereitet. Und wenn nicht, da haben wir andere Videos. Heute geht es aber um die Aromaten drumherum und dabei um das Timing. Wann kommt das Salz, wann der Pfeffer und wenn überhaupt, wann die Kräuter. Starten wir mit dem Thema Salz. Da gibt es natürlich 1000 Wahrheiten, aber worauf wir uns einigen können, ist Salzen direkt vor dem Grillen. Und das machen wir jetzt. Wenn wir das Steak direkt vorher salzen, bleibt das Salz schön kristallin und brennt sich so richtig in die Kruste ein und perlt eben nicht ab. Das würde passieren, wenn wir es danach salzen. Jetzt noch die andere Seite. Ein wenig andrücken und dann gleich drauf auf die heiße Gussplatte. Kleiner Trick, zuerst den Fettrand auf die heiße Platte, so geht das Fett raus und wir können es im eigenen Fett richtig schön kross rausbraten. Ihr habt es natürlich gemerkt, wir haben noch nicht gepfeffert. Warum nicht? Weil Pfeffer ist nicht hitzebeständig, würde verbrennen oder sogar bitter werden. Das machen wir erst, wenn das Steak perfekt medium gegart ist. Damit wir diese extreme Hitze aufs Fleisch bekommen, haben wir natürlich den Grill in Vulkanposition aufgebaut. So bekommen wir eine richtig schöne Maillard-Reaktion auf dem Fleisch. Wie wir sehen, das Steak hat jetzt ein richtig gutes Branding. Jetzt geht es ans Nachziehen. Wer möchte, kann jetzt ein paar Kräuter zur Hand nehmen, sie an die Seite legen. Das Steak kommt einfach oben drauf, so haben wir auch ein bisschen einen Hitzepuffer. Die ätherischen Öle der Kräuter gehen ein wenig ins Fleisch, aber sie verbrennen nicht. Und das gibt ein tolles Aroma nachher, wenn das Fleisch schön zart durchgezogen ist. Unser Steak liegt jetzt an der Seite, also nicht mehr auf der direkten Hitze. Jetzt die Temperatur runterdrehen, Deckel zu und schön nachziehen. Das Steak haben wir nun runtergenommen und noch ein bisschen nachziehen lassen, damit sich die Temperatur angleicht. Aber wenn ihr genau hinschaut, ihr seht, das Salz ist noch auf der Kruste. Es ist nicht abgefallen und egal wie ihr es dreht und wendet, es bleibt dort. Jetzt werden wir es schön anschneiden und dann kommt der frische Pfeffer drauf und danach die Kräuter. Schaut euch das an, so muss ein richtig gutes Steak ausschauen. Wir haben Salz drauf, wir haben Pfeffer drauf. Der richtige Moment für die Kräuter ist jetzt. Denn frisch geschnitten, da bleiben die ätherischen Öle drin. Und dann übers Fleisch geben. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden. Wollt ihr es pur, also den vollen Fleischgeschmack, dann reicht Salz. Wenn ihr es aber schön würzig haben wollt, dann gebt noch Pfeffer dazu und die frisch gehackten Kräuter. Das ist eure Entscheidung. Und jetzt viel Spaß beim Grillen.